Das kommt wieder ganz drauf an, wo Sie sich befinden, in welcher Gemeinschaft Sie sind. Haben Sie Umfeld, haben Sie kein Umfeld? Das heißt ja immer so schön, Freude teilt man mit allen und Leid braucht man wirklich eine sehr vertraute Person. Und wenn diese Frauen eine vertraute Person um sich haben, sei es jetzt im Lande oder außer Lande, dann ist es natürlich sehr vorteilhaft, dass sie sich mit ihren Problemen und Ängsten an die Person wenden können. Ich denke, jede Frau sollte die Verantwortung übernehmen, dass sie vom Innenminister auch ein bisschen zum Außenminister wird. Wie gesagt, dass sie sich immer mehr Übersicht schafft, wie läuft es hier im Lande ab, dass sie auch natürlich nachher ganz genau begleiten kann oder unterstützen kann, wo auch immer nötig, oder in die Auseinandersetzung gehen kann, was braucht es gerade, was braucht es nicht, und dass sie einfach kompetenter wird, auch in diesen ganzen Außenangelegenheiten. Also ich habe auch schon erlebt in der Therapie, dass sehr viel Rückhalt in der Familie möglich ist. Also da gibt es Schwestern, es gibt Brüder, es gibt vielleicht die beste Freundin. Und was ich oft erlebt habe, ist, wenn man sich Verbündete schaffen kann, mit der besten Freundin, vielleicht ihrem Mann, oder? Und dann über diese Dinge sprechen kann, dass dann auch aus dieser Solidarität sehr viel Kraft erwächst. Und das hat irgendwie so auch dieses, wir sprechen ja auch von Resilienz, diese Kraft, schwierigen Dingen die Stirn zu bieten, irgendwann wieder handlungsfähig zu werden. Da habe ich schon sehr, sehr viel gesehen, dass dort unglaublich viele Ressourcen sind. Ja, es ist ja im Flugzeug so, wenn es einen Trubel gibt, dann heißt es ja erst die Sauerstoffmaske selber nehmen und dann das Kind oder der Partner. Also ich denke, auch in dem Fall ist es so, dass man erst schauen sollte, dass es einem selber gut geht, dass man auch handeln kann und sich informieren, wo gibt es Unterstützung, wer kann mir helfen, vielleicht einmal wirklich ins Gespräch gehen mit einer nahestehenden Kollegin, vielleicht kann die einem weiterhelfen oder eine Fachperson aufsuchen. Und man hat immer die Angst eigentlich, ja, wenn ich mich jetzt melde, dann muss ich immer wieder dorthin gehen. Das ist meist nicht so der Fall. Meist kann man wirklich einmal hingehen und dann bekommt man schon viele Informationen, die einem dann weiterhelfen können. Ja, und ich denke, man kann sich auch informieren. Mit dem Internet hat man ganz viel Möglichkeit, auch mal sich zu informieren. Vielleicht auch mal zu schauen, was bedeutet das, was ist eine Spielsucht, was heißt es für Angehörige und wie ist es in diesem Land, in der Schweiz. Wie sieht es aus? Gibt es da Schutz? Gibt es da Unterstützung? Und dann ist es auch sogar so, wenn Partner oder Söhne in Casinos spielen, kann sein in einem Casino in einer Stadt oder auch online. Man kann ja 24 Stunden online spielen im Casino. Auch dort gibt es die Möglichkeit, dass man mit diesem Casino Kontakt aufnehmen kann. Und sogar können Dritte dort eine Spielsperre verlangen. Das ist in der Schweiz möglich. Das ist sicher ein großer Schritt, aber es zeigt auch das Spektrum auf, dass vom Moment, wo man mit der Freundin spricht, bis zu diesem Schritt einer Spielsperre, da ist ganz vieles möglich. Hauptsache, man kann etwas tun. In dem Moment, in dem ich was tue und es mit Kraft tue, geschieht irgendwo etwas. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die in der Therapie auch, wenn wir die Geschichte der Entwicklung anschauen, wann kommen Leute in Therapie, eigentlich so eine Handlung vorausgeht. Irgendwo passiert etwas, jemand tut etwas und dann gibt es eine Veränderung und das ist wichtig. Und das kann jeder sein. Was ganz wichtig ist, ist auch noch, wenn man kein eigenes Bankkonto hat, unbedingt ein eigenes Bankkonto eröffnen, damit man da auch eine Sicherheit für sich und die Kinder und die Familie hat. Ich denke, es ist auch wichtig, sich nicht zu überfordern. Wenn man sich nicht in der Lage fühlt, so etwas zu machen, dann macht es Sinn, dass man zum Beispiel die Helpline für Glücksspiel oder Geldspiel anruft oder sich
Safe Zone ist eine Suchtberatung online. Jede Beratungsstelle hat einen Telefondienst. Auch da kann man sich Unterstützung holen für solche erste Schritte. Und ich denke, das Wichtigste ist, es ist anonym und kostenlos. Wichtig ist auch, dass betroffene Angehörige sich auch Rat in der Budgetberatung holen oder Schuldenberatung, sei es jetzt alleine, selber oder mit dem Partner oder mit dem Sohn zusammen.